Hast du schon mal jemanden umarmt und sofort gemerkt, oh nein, hier macht man das gar nicht? So ein kleiner Moment und zack, es ist peinlich. Das passiert echt oft, nur wegen Kultur, oder? Total. Und das Verrückte ist, wir denken oft, unsere Art ist normal. Aber naja, normal ist halt unterschiedlich, je nach Land, je nach Familie sogar. Und weißt du was? In manchen Kulturen ist starker Blickkontakt unhöflich, in anderen ist es Respekt. Das klingt simpel, aber es macht im Alltag richtig viel aus. So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia und wir quatschen heute über kulturelle Unterschiede, aber ganz entspannt. Kein Lehrbuch, einfach echte Beispiele und Tipps. Ich bin Tim. Hi zusammen. Also, wir trinken Kaffee und erzählen, was uns passiert ist, was wir gelernt haben und was man besser mal fragt, bevor es schief geht. Fangen wir mal mit Begrüßungen an. Viele Leute denken, Händedruck passt überall. Aber in manchen Ländern verbeugt man sich und in anderen sagt man nur kurz Hallo und bleibt auf Abstand. Ja, genau. Ich habe mal einen Kollegen aus Japan getroffen und ich wollte direkt die Hand geben. Er hat freundlich gelächelt, aber ich habe gemerkt, er verbeugt sich leicht. Da habe ich es auch gemacht, ein bisschen unbeholfen, aber es war okay. Ist doch sympathisch. Hauptsache, man zeigt Respekt. Und wenn man unsicher ist, einfach kurz fragen, wie begrüßt ihr euch hier? Das ist so einfach, aber viele machen's nicht. Oder man beobachtet kurz, was die anderen machen. Ich war mal bei einer Konferenz und alle haben nur genickt. Da dachte ich, okay, kein Händedruck heute, war total entspannt. Ein großes Thema ist auch Abstand, also persönliche Zone. Manche Menschen stehen nah, reden laut, viel Gestick. Andere stehen weiter weg und sprechen leiser. Wenn du da falsch liegst, wirkt es schnell kalt oder zu aufdringlich. Kleiner Tipp von mir, spiegeln. Also nicht wie ein Roboter, aber so ähnlich. Wenn die andere Person einen Schritt zurückgeht, gehst du auch einen kleinen Schritt zurück. Das hilft total. Und Blickkontakt, wie du am Anfang gesagt hast. In Deutschland schaut man oft in die Augen, das ist Respekt. Aber in manchen Ländern ist zu viel Blickkontakt unangenehm oder sogar aggressiv. Also ja, ein bisschen anpassen, nicht starren. Humor ist auch so ein Minenfeld. Ich liebe Ironie, aber in einer internationalen Runde habe ich mal einen Witz gemacht, wie, na super, wieder pünktlich wie die Bahn. Niemand hat gelacht und eine Person dachte, ich meckere wirklich. Uff. Ja, Humor ist tricky. In manchen Kulturen macht man im Job gar keine Witze, vor allem nicht in ernsten Momenten. Da hilft's, erstmal neutral zu bleiben und die Stimmung zu fühlen. Später kann man ja locker werden. Ich habe auf Reddit eine Story gelesen. Jemand war auf einem Markt in einem anderen Land und hat laut verhandelt, so wie bei Souvenirs. Aber das Ding war heilig, also ein religiöser Gegenstand. Der Verkäufer war total verletzt und die Person hat erst später verstanden, warum. Oh Mann, ja. Das zeigt, wie wichtig Kontext ist. Wenn du nicht sicher bist, ob etwas Kunst, Deko oder heilig ist, frag lieber erst, ist das okay? Kann ich das kaufen? Oder lass es einfach, wenn's komisch wirkt. Noch so eine Reddit-Geschichte. Bei einem Familienessen gab es mehrere kleine Ansprachen. Jemand dachte, das ist jetzt das Startsignal und hat schon gegessen. Alle haben gelacht, war zum Glück freundlich, aber die Person war knallrot. Danach wusste sie, erst alle Toaste abwarten. Das kenne ich. In Deutschland sagt man beim Anstoßen oft Prost und schaut sich in die Augen. In anderen Ländern gibt's andere Regeln und manchmal trinkt man erst, wenn der oder die Älteste anfängt. Also kurz gucken, was die anderen machen, hilft immer. Es gibt auch Kontroversen, die echt heftig sind. Ich habe gelesen von dieser Sache mit dem Mangal-Sutra, also einer wichtigen Kette in Indien, die Ehe symbolisiert. In einem Spiel war das wohl als Bikini-Unterteil genutzt. Viele Leute sagten, das ist respektlos, das ist kulturelle Aneignung. Andere sagten, nee, das ist doch nur neue Mode, eine Art Wertschätzung. Puh, ja, das ist sensibel. Kulturelle Aneignung heißt ja, man nimmt etwas aus einer Kultur, aber ohne Respekt oder ohne die Geschichte zu kennen. Manche fühlen sich dann verletzt, weil es heilig ist oder sehr persönlich. Ich finde, wenn du unsicher bist, frag dich, würde ich das auch vor den Menschen aus der Kultur tragen oder zeigen, und zwar mit Respekt. Gute Frage. Und wenn es um Spiele, Filme oder Mode geht, hilft's, Leute aus der Kultur einzuladen und ihre Meinung zu hören. Nicht nur sagen, ist doch Kunst. Kunst ist frei, klar, aber Menschen haben Gefühle und Traditionen haben Gewicht. Das bringt uns zu diesem großen Wort, Cancel-Kultur. Manche sagen, Leute werden online sofort fertig gemacht, also gecancelt und man darf nichts mehr sagen. Andere sagen, hey, Verantwortung ist wichtig. Wenn man etwas Verletzendes sagt, gibt's Folgen. Ich sehe das so. Reden ist gut, zuhören ist besser. Wenn jemand sagt, das hat mich verletzt, dann sage ich nicht sofort, ach, stell dich nicht so an. Ich frage warum, erklär mal, und dann können wir zusammen lernen. Nicht gleich schreien, sondern, ja, ruhig bleiben. Genau, und Fehler passieren. Wir alle machen mal was Falsches. Wichtig ist, ehrlich zu sagen, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Ich will es besser machen. Das ist keine Schwäche, das ist Respekt. Praktische Tipps.
Nummer 1: Vor der Reise kurz die wichtigsten Regeln checken. Grüße, Essen, Trinkgeld, Kleidung. 5 Minuten lesen bringt oft viel Ruhe in den Kopf. Nummer 2: 3 Zauberwörter lernen in der lokalen Sprache, so gut es geht. Hallo, danke, Entschuldigung. Und noch ein Satz: Ich lerne noch. Können Sie mir helfen? Das öffnet Herzen, echt. Nummer 3: Fragen, bevor du Fotos machst, besonders von Personen, Kindern oder religiösen Dingen. Einfach: Darf ich ein Foto machen? Nummer 4: Kleidung. An heiligen Orten Schultern und Knie bedecken, Schuhe aus, wenn es üblich ist. Wenn du unsicher bist, schau, was die anderen tun oder frag am Eingang. Meistens gibt's Hinweise. Nummer 5: Beim Essen. Warte kurz, bis alle etwas bekommen. Schau, ob jemand einen kleinen Spruch sagt, also einen Toast. Und wenn man teilt, nimm erst ein bisschen, nicht gleich den größten Teil. Klingt banal, aber hilft so viel. Nummer 6: Smalltalk-Themen. In manchen Ländern sind Politik oder Religion gleich am Anfang heikel. Besser erst über Essen, Stadt, Wetter, Musik sprechen. Später, wenn Vertrauen da ist, kann man tiefer gehen. Noch was zum Thema Zeit. In Deutschland ist pünktlich oft wirklich pünktlich. In anderen Kulturen ist 15 Minuten später normal. Also nicht gleich wütend werden, sondern vorher fragen, was bedeutet pünktlich hier? Und Geschenke. Manchmal öffnet man ein Geschenk sofort, manchmal später. Nicht komisch gucken, wenn die Person es zur Seite legt. Das kann ganz normal sein und sogar höflich. Sprachfallen finde ich auch spannend. Wir sagen gern, das ist ja witzig. Aber in anderen Sprachen klingt ein direktes Urteil schnell hart. Also lieber weicher, interessant, erzähl mal mehr. Das ist sicherer. Ja, und Ton macht die Musik. Ein Lächeln hilft überall. Wenn du dich verhedderst, bleib freundlich. Die Leute merken, dass du es gut meinst. Nochmal kurz zu Humor und Sarkasmus. Ich sag heute oft dazu, kleiner Scherz. Guter Trick. Und wenn jemand deinen Witz nicht lustig findet, ist das auch okay. Humor ist halt Geschmack, kein Grund für Stress. Was mir geholfen hat: Ich beobachte erstmal, dann mache ich mit. Erst zuhören, dann reden. Erst schauen, dann handeln. Das reduziert Missverständnisse. Ich mag auf den Satz. Ich kenne die Regeln noch nicht, aber ich will's richtig machen. Der nimmt Druck raus. Die Leute erklären dann oft gern. Und wenn etwas schief geht, nicht in Panik. Kurz atmen, sagen, Entschuldigung, ich hab's nicht gewusst. Dann fragen, wie macht man das hier? Meistens lächeln die Leute und zeigen es dir. Noch eine Sache zu Fotos und Objekten. Ich habe mal in einem Museum gefragt, darf ich fotografieren? Die Aufsicht hat gelächelt und gesagt, heute nicht, es ist eine Zeremonie. Gut, dass ich gefragt habe, sonst wäre es echt peinlich gewesen. Ja, und manchmal gelten sogar im selben Land ganz andere Regeln, je nach Region oder Familie. Bei meiner Tante zieht man die Schuhe aus, bei meinem Kumpel nicht. Also am besten immer kurz fragen, Schuhe aus, ja oder nein? Und bitte nicht gleich urteilen. Nur weil etwas anders ist es nicht falsch. Es ist einfach anders. Neugier statt Urteil, das hilft total. Nochmal kurz zurück zu den großen Online-Debatten. Ich finde, wir sollten 2 Dinge gleichzeitig halten: Freiheit zum Sprechen und Respekt für Gefühle. Das ist nicht immer leicht, aber möglich. Man kann klar reden und trotzdem freundlich bleiben. Sehe ich auch so. Und wenn eine Community sagt, hey, dieses Symbol ist für uns heilig, dann höre ich hin. Vielleicht gibt's einen Weg, es würdig zu zeigen. Oder ich lasse es aus Respekt. Beides kann okay sein. Begrüßungen, Humor, Essen, Kleidung, Fotos, Zeitgefühl, wow, das ist viel. Aber keine Angst, du musst nicht alles perfekt können. Klein anfangen, Fehler akzeptieren, jeden Tag ein bisschen lernen. Das reicht schon. Genau. Und am Ende geht's um Verbindung. Wenn Menschen merken, du bist offen und respektvoll, dann öffnen sie sich auch. Das ist doch das Schönste. Bevor wir gehen, was ist dein Lieblingssatz auf Reisen, Julia? Meiner ist, ich lerne noch. Können Sie das bitte langsam sagen? Der rettet mich ständig. Mein Satz ist, danke für die Erklärung, ich schätze das sehr. Kurz, warm, ehrlich. Damit kommt man wirklich weit. Alright, dann sind wir durch für heute. Wenn euch das geholfen oder gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Folge mehr und wir freuen uns riesig. Ja, macht das gern und schreibt uns auch mal eure kleinen Kulturmomente. Lustig oder peinlich, ist egal. Wir lernen alle zusammen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt neugierig und freundlich. Bis bald.